Hi, mein Name ist Stefan Krenn und ich bin Sony Imaging Creator. Ich hatte die Möglichkeit, die letzten paar Tage das neue Sony 16-35 f4 G-Objektiv mit der neuen Power-Zoom-Funktion zu testen und konnte auch gleich eine ganze Fashion-Kampagne damit shooten. Okay, ab ins Making-of. Meine Challenge hier war, dass ich die Kompaktheit der neuen Optik gleich voll nutze und generell das Gear eher sehr kompakt halte. Daher habe ich die Sony A7 IV und das neue 16-35mm Objektiv verwendet, einerseits Handheld und andererseits auf einem Gimbal. Normalerweise filme ich mit einem größeren Rig, aber diesmal wollte ich echt mal die Grenzen austesten und schauen, was alles nur mit der Cam in der Hand möglich ist. Ganz spannend bei diesem Weitwinkel ist die neue Power-Zoom-Funktion. Oftmals animiere ich in der Post-Production noch einen Zoom hinein, doch das habe ich diesmal nicht machen müssen und habe stattdessen gleich live mitgezoomt. Das ist viel intuitiver und hat einen krassen visuellen Effekt, um etwas zu highlighten. Praktisch fand ich auch die geringe Naheinstellgrenze bei 35mm. So kann man auch locker schöne Close-ups filmen. Hier haben wir etwas Lustiges ausprobiert. Da ich die Kamera nicht direkt steuern konnte, habe ich die Sony Imaging App verwendet, um die A7 IV remote zu steuern. Neu bei diesem Weitwinkel ist auch der Blendenring, den man entweder smooth oder klickend verstellen kann. Finde ich persönlich super praktisch, da ich auf einen Blick weiß, auf welcher Blende ich gerade filme und ich den Wert nicht unabsichtlich verstelle. Ich bin ja generell ein Weitwinkel-Fan und deswegen freut es mich umso mehr, dass Sony nun so ein kompaktes Objektiv für Content Creator und Filmer rausgebracht hat und aber trotzdem gleichzeitig die Sony-typischen Features enthalten sind. Alright, hat mich gefreut und bis zum nächsten Mal. Okay, cool.